etwa 70 Kilometer südlich von Laibach besteht die auf 860 Quadratkilometern 170 Ortschaften umfassende deutsche Sprachinsel Gotschee. Um das Jahr 1330 beginnen die Ortenburger Grafen, den bis dahin unbesiedelten Urwald zwischen Reifnitz und Kulpa mit Bauern aus ihren Besitzungen in Osttirol und Kärnten zu besiedeln. Im Jahre 1377 ist schon der Mark Gotschee urkundlich erwähnt. Im Jahre 1420 sterben die Ortenburger Grafen aus, die Herrschaft Gotschee geht an die Grafen von Zilli, nach deren Absterben an das Haus Österreich. Im Jahre 1469 überfällt der türkische Pascha von Bosnien mit seinen Horden Krain, verwüstet Land und Siedlungen und mordet und entführt viel Volk in die Sklaverei. Auch der Mark Gotschee geht in Flammen unter. 1471 lässt Kaiser Friedrich III. Den Markt Gotschee wieder aufbauen und macht den Ort zur Festung mit Mauern und Türmen. Der Markt wird zur Stadt erhoben, erhält einen Burgfrieden, städtische Freiheiten und einen Stadtwappen. In den folgenden 100 Jahren überfallen und verwüsten die Türken noch 12 Mal das Land. Im Jahre 1623 wird Gotschee Grafschaft. 1641 kauft Graf Wolf Engelbrecht Auersperg die Herrschaft Gotschee. 1791 verleiht Kaiser Leopold II. Dem Karl Anton Fürst von Auersperg und seinen Nachkommen den Titel Herzog von Gotschee. Gotschee wird Herzogtum. Unter den Auerspergen erfährt das Land einen wirtschaftlichen Aufschwung. Die Bevölkerungszahl erreicht den Hochstand, der Boden ist restlos vergeben. Um das Jahr 1853 gehen die ersten Gotscheer in die neue Welt auf Suche nach besseren Verdienstmöglichkeiten. Tausende folgen ihnen in den weiteren Jahren. Um die Jahrhundertwende bestehen im Raum Cleveland und New York schon aktive Gotschee-Organisationen. Nach dem Zerfall der österreichischen Monarchie und der damaligen Einverleibung des Gotschee-Landes in das neu gegründete Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen und der darauffolgenden politischen und wirtschaftlichen Schikanen gegenüber den Gotscheern kehren von diesen Auswanderern nur eine geringe Anzahl wieder in ihre alte Heimat. Mitte Juni bis Anfang Juli 1936 besuchen die geistlichen Herren Pfarrer Josef Trapp und Pfarrer Josef Kub von der Dreifaltigkeitskirche-Gemeinde in Cleveland das Gotscheerland, bereisen es weit und breit, lernen Land und Leute kennen und halten das Erlebte auf Film fest, um es dann ihren Pfarrkindern in den Vereinigten Staaten vorzuführen. Diesem Stummfilm ist hiermit ein Tonstreifen beigefügt zur allgemeinen Aufklärung. Gotschee, von der Bevölkerung Stott genannt. Im Hintergrund der Burger Nock, der gewaltige städtische Wald. Die Stadt mit der herrlichen Kirche, dem Gymnasium, der Bürgerschule, 2 großen Textilfabriken, vielen Geschäftsläden und Gasthäusern. Die Pfarrkirche zum heiligen Fabian und Sebastian wurde nach mehrjähriger Bauzeit am 19. Juli 1903 geweiht. Die Pläne für die Kirche entwarf der Wiener Architekt Friedrich Freiherr von Schmidt. Das dreischiffige Bauwerk im neuromanischen Stil mit seiner prunkvollen Glockenturmpaarfassade beherrscht das Stadtbild. Die im Jahre 1929 gebaute Orgel ist eine der größten im Königreich Jugoslawien. Das Kohlenbergwerk. Die Bahnstation, Beginn oder Endstation für viele schicksalsschwere Reisen unserer Landsleute. Die Bahnverbindung besteht seit dem Jahre 1893.
Die Brücke über die Rinse in Richtung Buchhandlung Rom. Die Rinse mit ihrem Flussbett vom Mooswald bis vor die Ortschaft Mösel, wo sie dann unterirdisch zur Kulpa fließt. Uhrmacher Stonage, hier ist sonntags der Sammelplatz der Messebesucher. Hier die bekanntesten Geschäftshäuser wie Heinrich Petsche, Bayers, Schinkel, Einkehrgasthaus besonders für die Bauernere. Die Straße hinauf zum Gymnasium, die Bürgerschule und Waisenhaus. Parade der Musikkapelle. Die Textilfabrik, die erst 1930 voll in Produktion genommen ist. Der Sauzipf, dahinter die Schrebergärten von den umliegenden Handwerkerwohnstätten. Die Stadt hat eine 5-klassige Realgymnasiumsschule, erbaut 1872, eine 12-klassige Volksschule, deren Anfänge ins 17. Jahrhundert reichen, eine 4-klassige Waisenhausbürgerschule seit 1885, eine 3-klassige Schule in Blindenheim im ehemaligen Gebäude der im Jahre 1882 gegründeten und 1918 behördlich aufgelösten Holzfachschule, eine einklassige Schule in Marienheim. Weiters bestehen folgende Kapellen. Schleimer vom Hotel Triest. Salon Scherzer. In Franziskus Xaver am südlichen Rand. Der kleine Walter Schleimer vom Hotel Triest. Salon Scherzer. Schneidermeister Kriesch, dahinter das Hotel Triest. Hönigmann, Grübersch Gasthaus, Kanzlei Seierwitz daneben, das bekannte Geschäft Koritnik, Angela Wolf mit ihren Produkten. Der Mesner von der Stadtpfarrkirche. Hauptplatz Hans Hönigmanns Geschäft. Die Leute eilen zur Zehnermesse. Auch Amerikaner sind dabei. Buchhandlung Matthias Rom. Der Hauptplatz, ganz hinten das Auersbergsche Schloss, wo die Bezirkshauptmannschaft und andere Ämter untergebracht sind. Anna Kron und Marie Lackner.
Kapelle mit einer Gruppe Lienfelder Junggesellen. Die Schleimerbuben vom Hotel Triest, Arthur und Walter. Wochenmarkt in Gautier vor dem Kino. Lehrer Reininger und der Kraker. Gasthaus Lauschmann vis-à-vis vom Bahnhof mit der städtischen Waage. Der Gastwirt mit seiner Frau. Die Krawirtin. Wieder der Mesner Reimann von der Stadtpfarrkirche mit seiner Familie. Wieder der Mesner Reimann von der Stadtpfarrkirche mit seiner Familie. Hotel Triest. Frau Schleimer, die Gastwirtin. Hier werden meist die großen Veranstaltungen abgehalten. Mooswald. Mooswald, Mischbold. Ein Begräbnis. Mooswald gehört zur Pfarre und Gemeinde Gautier. Von den ehemals 50 Häusern sind 43 bewohnt mit 180 Einwohnern. Weitere 26 leben in Amerika. In Mooswald stand die erste Seelsorgestation im Gautierer Siedlungsgebiet, die bereits 1339 erwähnte Bartholomäuskapelle. Diese wurde im Jahre 1363 zur Kirche erweitert und heißt dann schon Kirche in Gautier. Pfarrer Trapp mit Kanonikus Erker auf der Weiterfahrt. Mösel, Mesel. Mösel ist Gemeindesitz für 14 umliegende Ortschaften. Die Pfarrkirche zum heiligen Leonhard und eine Kapelle zum heiligen Blut sind im Ort. Die Volksschule Mösel besteht seit 1820 und ist jetzt dreiklassig. Pfarrhof und Schule. Mösel zählt 88 Hausnummern, davon sind 70 bewohnte Häuser mit 250 Einwohnern. Die Gastwirtin Frau Jonke. Seele, Gerle im Volksmund, ist Gemeindesitz und gehört zur Pfarre Gautier. Die Filialkirche ist dem heiligen Laurentius geweiht. Der Ort zählt 82 Hausnummern, davon sind 67 Häuser bewohnt mit 250 Einwohnern. Schalkendorf. Schalkendorf gehört zur Gemeinde Seele und zur Pfarre Gautier. Die Filialkirche ist dem heiligen Rochus geweiht. Der Ort zählt 107 Häuser, davon sind 96 bewohnt, 300 Einwohner. Gastwirt und Gasthof Jonke, Mersch, mit Tochter Paula. Mitterdorf.
Eine der ältesten Ortschaften des Landes, mit einer ebenfalls alten und berühmten Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. Mitterdorf ist Gemeindesitz. Die Volksschule in Mitterdorf besteht seit dem Jahre 1819 und ist derzeit fünfklassig. Der Ort zählt 47 Häuser, davon sind 40 bewohnt mit 170 Einwohnern. Weitere 40 leben in Amerika. Burgernock und der städtische Wald. Bahnstation Mitterdorf. Einer der ältesten Pfarrer im Ländchen, geistlicher Rat Josef Eppich mit Pfarrer Kreiner. Zinkels Fahrradhandlung. Der Pfarrhof. Der Dorfbrunnen, Sammelplatz der Jugend. Die Kirche Maria Himmelfahrt. Lehrer Primosch mit den Pauschebuben, Arnold ganz links. Das Feuerwehrdepot der Freiwilligen Feuerwehr. Oberloschin, Filialkirche St. Peter und Paul. Oberloschin gehört zur Gemeinde und Pfarre Mitterdorf. Von 31 Häusern sind 26 bewohnt mit 100 Einwohnern. Weitere 22 leben in Amerika. Kofler, Kövlare, Frau Pogrelz, rechts, Gasthaus Perz. Der Friedhof von Mitterdorf an der Straße nach Hoheneck gelegen. Koflern gehört zur Gemeinde Mitterdorf, die Filialkirche St. Stephan auch zur Pfarre Mitterdorf. Der Ort zählt 54 Häuser, davon sind 51 bewohnt
mit 200 Einwohnern und weitere 35 leben in Amerika. Kletsch. Die Filialkirche ist dem heiligen Andreas geweiht. Das Heu war zu feucht, so wird es nochmals zum Trocknen ausgebreitet. Kletsch gehört zur Gemeinde und Pfarre Altlag. Der Ort zählt 22 Häuser, davon sind 16 bewohnt mit 81 Einwohnern. Weitere 10 leben in Amerika. Der Hafer wird in Garben gebunden nach Hause gebracht. Nochmals zum Trocknen aufbereitet, wartet er dann auf den Drusch. Hafer schneiden mit der Sichel, eine mühsame Arbeit. Malgern. Malgern. Kinder beim Kegeln. Pfarrer Eppich links. Malgern ist Gemeindesitz. Die Filialkirche St. Nikolaus gehört zur Pfarre Mitteldorf. Der Ort zählt 57 Häuser, davon sind 47 bewohnt mit 200 Einwohnern. Weitere 20 leben in Amerika. Die Kirche im Hintergrund der Burger Nock. Mesener von Malgern. Der Friedhof. Das Feuerwehrdepot. Kückendorf. Pfarrer Dechant Erker unterhält sich mit den Dorfbewohnern.
Kuckendorf gehört zur Gemeinde und Pfarre Ebenthal. Die Filialkirche ist dem heiligen Antonius von Padua geweiht. Der Ort hat 24 Häuser, davon sind 16 bewohnt mit 71 Einwohnern. Weitere 15 leben in Amerika. Ebenthal, eine gute Gehstunde entfernt von Gautier Stadt. Die Pfarrkirche St. Michael, Pfarrer Josef Kreiner, Gasthaus Sigmund, die geistlichen Herren Krupp, Oblak, Kreiner, Eppich, Trapp und Dechant Erker. Ebenthal ist Gemeindesitz und Pfarre. Von den 38 Häusern im Ort sind 34 bewohnt mit 150 Einwohnern, dazu 40 in Amerika lebende. Die einklassige Volksschule besteht seit 1863. Ebenthal pflegt eine schöne Anlage von Zierbäumen. Dirmtal gehört zur Gemeinde Ebenthal, zählt 23 Hausnummern, davon sind 12 bewohnte Häuser mit 54 Einwohnern. Weitere 15 leben in Amerika. Die Pfarrkirche Maria Schnee gehört zur Pfarre Ebenthal. Riek. Maria Rogele mit Familie. Riek ist Gemeindesitz von 3 Ortschaften, zählt 106 Hausnummern, davon sind 81 bewohnt mit 300 Einwohnern. Weitere 65 leben in Amerika. Die Pfarrkirche ist dem heiligen Johannes dem Täufer geweiht. Riek hat eine dreiklassige Volksschule, die seit 1829 besteht. Kapelle des heiligen Franz Xaver. Pfarrer Josef Kraker in Riek vor dem Pfarrhof. Mit dem Müller Wohldien von der Mittleren Mühle. Der Ort Riek ist am 9. Juni 1929 bei einem Großfeuer total abgebrannt und ist hier wieder aufgebaut zu sehen. Auch die Kirche brannte vor 100 Jahren mit allen Kirchenbüchern ab. Hotel Mediz.
Familie Meditz, Grubasch. Pfarrer Gliebe, Kraker, Dechant Erker und Pfarrer Trapp. Wieder Pfarrer Trapp, Kriesch, Josef Eppich aus Mösel. Rieg, nochmal die Ansicht. Pfarrer Eppich. Gastwirt Braune, Hotelier Meditz. Pfarrer Gliebe, Hotelier Meditz, Pfarrer Kraker. Göttenitz, Getnitze. Pfarrer Josef Gliebe mit Schepin und Gattin, beide von der Kaltenbrunner Säge. Teil von Göttenitz in Richtung Masern gegen Steinband und Schneeberg. Die Pfarrkirche zum heiligen Oswald ist eine der ältesten im Ländchen. Eine Filialkirche ist dem heiligen Leonhard und eine Kapelle der heiligen Margarete geweiht. Göttenitz ist Gemeindesitz und hat eine einklassige Volksschule, die 1854 gegründet wurde. Von 108 Hausnummern sind 86 bewohnte Häuser mit 300 Einwohnern. Weitere 70 leben in Amerika. Pfarrer Gliebe, ganz rechts Richard Michic. Kaltenbrunn, Kaltenbrunner. Kaltenbrunn gehört zur Gemeinde Göttenitz. Das Sägewerk besteht seit dem Jahre 1871. Das Forsthaus mit einigen Wohnhütten der dort beschäftigten Arbeiter. Masern, Majere, Masern, Majere. Gasthaus Schinkel. Die Pfarrkirche ist dem heiligen Primus und Felician geweiht.
Masern gehört zur Gemeinde Niederdorf, Reifnitz. Gasthaus Jaklitsch, Schinkel, Schaffer, Michitsch. Das Feuerdepot, der Schulgarten, der Dorfplatz mit der Linde. Masern hat seit 1883 eine einklassige Volksschule. Von den 65 Hausnummern sind 55 bewohnte Häuser mit 200 Einwohnern. Weitere 50 leben in Amerika. Laibach, Hauptstadt der nördlichsten Provinz Jugoslawiens, des Draubanats, in welchem auch das Kočejerland liegt. Die politischen, religiösen und wirtschaftlichen Institutionen der Hauptstadt beeinflussen voll und ganz das Geschehen in der Goče. Solche Bauernhandwagen kann man heute nur noch im Museum betrachten.
In der damaligen Zeit haben die Frauen schwere Lasten auf dem Kopf balanciert. Heute würde man dies aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr machen. Eine mühevolle Arbeit, so einen großen Korb Blaubeeren zu sammeln, um auf dem Markt verkaufen zu können. Altlag, Loag, Gemeindesitz mehrerer Ortschaften. Hier waltet Pfarrer Kriesch, vor ihm mehrere Jahre Pfarrer Perz.
Altlag zählt 124 Hausnummern. Davon sind 89 bewohnt mit 450 Einwohnern. Weitere 85 leben in Amerika. Die Pfarrkirche ist der heiligen Margarete geweiht, eine Kapelle der heiligen Jungfrau. Altlag hat eine dreiklassige Volksschule, eine der ältesten im Gocheerland, bereits 1818 gebaut. Josef Samide, Lehrer Kriesche mit seiner Tochter. Feuerwehrdepot der Freiwilligen Feuerwehr. Alle Feuerwehren im Gocheerland sind von den einzelnen Ortschaften gegründete und geförderte Einrichtungen und bekommen keine öffentlichen Zuwendungen. Postmeister Jakob Gladitsch mit Frau und Töchtern. Gasthaus Samide mit Schnapsbrennerei. Kaufmann Hönigmann. Gemeindesekretär Jaklitsch. Amerikaner auf Besuch in Altlag. Leute versammeln sich vor der Kirche zur Sonntagsmesse.
Pfarrer Josef Eppich. Nochmals Pfarrer Josef Eppich aus Mitterdorf, Pfarrer Trapp mit dem Lehrer, daneben Pfarrer Kriesch und Dechant Ferdinand Erker. Pfarrer Kupp vor der Kirche in Altlag. Nochmals Pfarrer Kupp, Trapp, Kanonikus Erker. Die Prozession beginnt. Eine Kindstaufe.
Gasthof Hutter. Neulag, Zürcher. Neulag gehört zur Gemeinde Altlag. Der Ort zählt 28 Hausnummern, davon sind 15 bewohnt mit 70 Einwohnern. Weitere 26 leben in Amerika. Pfarrer Kriesch beim Kegelscheiden. Pfarrer Trapp ebenfalls. Mit mehr Erfolg scheinbar. Ein Wegkreuz. Reiseplanbesprechung mit Pfarrer Kriesch. Ein junger Mann, Walter Herbst, tauglich zum Einrücken. Familie Herbst. Hinten ein Dalmatiner, ein Geschäftsmann mit Bauchladen, der mit seinen Spezialwaren wie Geiglein, Messerlein, Kamplein, Zuckerlein, Spiegelein und anderem überall Interesse erregt. Gruppenaufnahme bei der Kapelle. Tiefenreuter, Trindewitz. Tiefenreuter auf Gotscherisch Trindewitz gehört zur Gemeinde Malgern und zur Pfarre Altlag. Der Ort hat von ehemals 22 noch 13 bewohnte Häuser und hat 60 Einwohner, weitere 15 leben in Amerika. Die Filialkirche ist der Mutter Gottes geweiht.
Neubacher, Schüpfer, gehört zur Gemeinde Malgern. Der Ort hat von 20 Hausnummern 11 bewohnte Häuser und 50 Einwohner, zusätzlich einige in Amerika. Die Kinder besuchen die 3 Kilometer entfernte Volksschule in Altbacher. Armut in dieser Form gibt es wohl selten im Lande. Wieder ein festes Schindeldach, auch schon immer seltener werdend. Stolz zeigt die Mutter eines Geistlichen das Bild ihres Sohnes. Dorfansicht von Neubacher. Auch die Jugend muss fleißig bei der Arbeit mithelfen, besonders bei der Heuernte. Heimisch gebrannter schmeckt immer gut. Atte und Amma mit der großen Familie. Bachern gehört zur Gemeinde Malgern und Pfarre Altlag. Die Filialkirche ist der heiligen Ursula geweiht. Im Ort besteht eine im Jahre 1898 erbaute einklassige Volksschule. Von den 23 Häusern sind 15 bewohnt mit etwa 60 Einwohnern. Ein guter Trunk wird gereicht. Es ist eine obstreiche Gegend. Hier wird guter Most erzeugt. Eine Fuhr Heu wird heimgebracht. Eine anstrengende Arbeit, besonders wenn das Heu vorerst aus tiefen Gruben, Dolinen heraufgetragen werden muss.
Kanonikus Erker bespricht mit Pfarrer Trapp die Weiterreise. Der Wagen ist stecken geblieben, aber starke Hände machen ihn wieder frei. Alois Ruppe kommt als Pelzkäufer viel im Ländchen umher. Deutschau, Ager. Unterdeutschau's doppeltürmige Pfarrkirche, der schmerzhaften Mutter Gottes geweiht, Trösterin der Betrübten, ist eine berühmte Wallfahrtskirche. Der Ort zählt 41 Hausnummern mit 32 bewohnten Häusern und 150 Einwohnern. Weitere 55 leben in Amerika. Unterdeutschau ist Gemeindesitz und hat eine einklassige, im Jahre 1839 erbaute Volksschule. Unterlorg ist selbstständige Gemeinde, zählt 45 Hausnummern. Davon sind 38 bewohnt mit 160 Einwohnern, dazu ein Dutzend in Amerika lebende. Im Ort besteht eine im Jahre 1854 erbaute Volksschule. Der Dorfhirt. Die Pfarrkirche zum heiligen Peter. Kinder lernen früh, einen Kopfkorb geschickt zu balancieren. Gastwirt Ruppe mit Frau, berühmt in der Umgebung. Hier fand sich sonntags Jung und Alt zusammen. Amme beim Milchholen. Aufmerksam verfolgt sie die Vorgänge im Dorf. Dorfansicht.
Langenthon, Zmög. Langenthon hat 64 Häuser, davon sind 54 bewohnt und zählt etwa 220 Einwohner. Zusätzlich leben über 50 Daheimgeborene in Amerika. Der Ort ist Gemeindesitz und gehört zur Pfarre Altlag. Langenthon hat eine einklassige Volksschule. Franz Morscher, Kaufmann und Gastwirt, links Can Morscher. Die Volksschule. Die Filialkirche, dem heiligen Rochus geweiht, hat eine reich verzierte Holzdecke, die schon um das Jahr 1620 geschaffen wurde. Der Maibaum, der in jeder Ortschaft von den jungen Leuten aufgestellt ist, wird auch ständig bewacht, denn hin und wieder wird er von den Burschen aus dem Nachbardorf gefällt oder gar gestohlen. Wir sehen in diesem Film viele Kapellen, Wegkreuze, Kirchen und alte Bauernhäuser, Symbole der Gläubigkeit und Verbundenheit zur heimatlichen Scholle. Unter Warmberg, Burmpark. Pfarrers Niedersitz,
Er betreut auch die Kirche am Friedensberg, wo zweimal jährlich ein Götzschback stattfindet. Das bekannte Gasthaus Mauser. Die um das Jahr 1700 gebaute Pfarrkirche ist dem heiligen Veit geweiht und hat eine Orgel, die im Jahre 1925 von Rieger aus Jägerdorf in Schlesien eingebaut wurde. Unterwarmberg zählt 38 Häuser, davon sind 28 bewohnt mit 110 Einwohnern, weitere 15 leben in Amerika. Der Ort gehört zur Gemeinde Langenthon und hat eine einklassige Volksschule. Das Wasser wird oft aus entlegenen Quellen mit Holzschaffeln geholt. In diesem wasserarmen Karstgebiet ist gutes Quellwasser sehr geschätzt. Die Missionskreuze wurden im Jahre 1935 in allen Pfarren Gotschés aufgestellt. Oberwarmberg. Oberwarmberg zählt 24 Häuser. Davon sind 13 bewohnt mit 60 Einwohnern. Dazu etwa ein Dutzend, die in Amerika leben. Der Ort gehört zur Gemeinde Langenthon und zur Pfarre Unterwarmberg. Die Kapelle ist dem heiligen Matthias gewidmet. Die Dachrinne führt in die Zisterne, wo das Wasser aufgestaut wird für die trockene Zeit. Die Kirche am Petersberg. Berghöhe mit einer uralten Filialkirche, St. Peter, die der Pfarre Seisenberg angehört. Hier war früher einmal ein Beobachtungsturm bzw. Spähturm, von wo aus man die Einfälle der Türken und anderer Elemente beobachtete und Warnsignale ins Land schickte. Hof, Hammer. Hier war seit 1796 ein Eisenwerk, das noch mit Wasserkraft betrieben wurde. Und 1836 kam noch eine Glashütte hinzu. Beide Betriebe
wurden jedoch in den späteren Jahren aufgelassen. Hier die Gurk. Rechts geht man der Gurk entlang nach Einöd, wo die Fürsten Auersberg ihren Sitz haben. Der Blick von Einöd in Richtung Birkenleiten. Die Weinberge hier oben sind schon von Slowenen bearbeitet. Schloss Einöd. Ein mächtiger Bau im Besitz der Auersberger. Döblitz. Döblitz liegt schon außerhalb der Sprachinsel. Bekannt ist Döblitz durch seine warmen Quellen. Pöllandl. Pölland, die Pfarrkirche zum heiligen Andreas. Pöllandl ist Gemeindesitz, hat 64 Häuser, davon sind 40 bewohnt und zählt 180 Einwohner. Im Ort ist eine einklassige Volksschule. Das Gasthaus Grill in Pöllandl. Die Kinder am Dorfplatz. Pfarrer Kriesch lässt sich ein Stamperl einschenken. Krapflern gehört zur Gemeinde und zur Pfarre Pöllandl. Czermoschnitz, die Moschee, ist Pfarre, Gemeindesitz, hat eine Feuerwehr und eine im Jahre 1822 erbaute dreiklassige Volksschule. Czermoschnitz zählt 29 Hausnummern, davon 25 bewohnt, 120 Einwohner, dazu etwa 20 in Amerika lebende. Eine im Jahre 1822 erbaute Volksschule. Kirche Maria Himmelfahrt mit dem Pfarrhof. Johann Petschauer, Fleischer und Wirt.
Frau Martha Petschauer gießt Pfarrer Trapp einen guten Trunk. Meierle gehört zur Gemeinde Döblitz und zur Pfarre Unterdeutschau, hat 45 Hausnummern, davon sind 18 Häuser bewohnt mit etwa 100 Einwohnern. Nesseltal, Nestal, ist Pfarrort und Gemeindesitz, hat eine dreiklassige Volksschule und Postamt. Der Ort zählt 84 Hausnummern, davon sind 68 Häuser bewohnt mit 250 Einwohnern. In Amerika leben weitere 60 Daheimgeborene. Die Pfarrkirche zum Heiligen Jakob wurde im Jahre 1935 renoviert und neu ausgestattet. Die Friedhofkirche ist der Heiligen Anna geweiht. Like the river of Woyman,